Hallo liebe Zuschauer, 3D-Modellierer und Blender-Fans. Wie im Vorvideo angekündigt, geht es hier nun mit der Erstellung und Zuweisung von Materialien an die Metallteile des Tauchbootes weiter. Zwei Dinge vorweg. Zum einen, wenn ich hier von Vorvideo spreche, meine ich jenes, in welchem wir die erste Textur bzw. das erste Material zugewiesen haben, nämlich dem Tauchbootrumpf. Den Link habe ich in der Beschreibung dieses Videos platziert. Dazu haben wir uns entschlossen, um Zeit zu sparen und uns auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Zum anderen ist die Erstellung des Materials eine Sache, ähnelt dem aus dem Vorvideo. Wichtiger wird der Vorgang, mit dem wir zahlreichen Objekten gleichzeitig Material zuweisen werden. Im Vorvideo hatte ich bereits einige der Objekte angezeigt, aber nicht alle. Am Tauchboot befinden sich für dieses Metallmaterial neben den Gestängen nämlich auch Fensterring an der Front und am Einstieg, die Befestigungen der seitlichen Motoren am Rumpf sowie zahlreiche Befestigungsmanschetten, und alle sollen mit der Metalltextur versehen werden. Im Gegensatz zur Vorlage, nämlich dem schon erwähnten Buch von Andreas Asanger, nach der wir uns einarbeiten, beginnen wir hier mit der Materialzuweisung bei dem Gestänge an der Vorderfront, wo zum Beispiel auch die oberen Scheinwerfer befestigt sind. Einen Unterschied an der grundsätzlichen Vorgehensweise macht das nicht. Wir haben an dieser Stelle bereits, wie im Vorvideo beschrieben, im Properties Editor auf dem Material-Tab und dort auf New geklickt, um ein neues Material zu erzeugen, dafür auch schon einen Namen, nämlich Metall, vergeben. Damit auch wirklich Metall in der Vorschau erscheint, müssen wir dieses aktivieren, indem wir den Wert von 0 auf 1.0 hochsetzen. An dieser Stelle kurz etwas zu den Optionen unter Surface im Properties-Menü und den dort aufgeführten Oberflächen-Shadern. Das Kürzel BSDF, welches den meisten Optionen nachgestellt ist, bedeutet Bidirectional Scattering Function und bedeutet das Berechnen des Verhaltens von Oberflächen beim Auftreten von Licht. Bei den aktuellen Aktionen mit Material und Texturen verwenden wir den Principal BSDF, einen Standard-Shader, der vorläufig alles erschlägt, was wir benötigen. Wir verzichten vorläufig auf eine Erklärung, was genau es damit auf sich hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Thema spezieller, sprich wichtiger wird. Jetzt schauen wir uns noch zwei der bereits im Vorvideo benutzten relevanten Parameter an, nämlich Specular und Roughness, und versehen diese mit den Werten 0.500 bzw. 0.250, sofern nötig, und das Material Metall ist damit fertiggestellt. Wir erkennen das an den beiden bereits erwähnten Frontgestängen. Nun kommen wir zu dem Punkt, an welchem wir eine Vielzahl von Objekten gleichzeitig mit genau diesem Material versehen werden, der sogenannten Datenblocktechnik. Wir klicken jedes der weiter vorne erwähnten und gezeigten Objekte nacheinander bei permanent gedrückter Shift-Taste mit der linken Maustaste an. Achten dabei darauf, dass wir das bereits textuierte Objekt, eben jene Frontgestänge, zuletzt erneut anklicken. Wie gesagt, alles mit gedrückter Shift-Taste. Wir zeigen das hier, wie bei ähnlichen Gelegenheiten, im Zeitraffer. Dieser Schritt ist zwar einfach erklärt, aber trotzdem Fummelarbeit und erfordert gleichzeitig Aufmerksamkeit und Akribie. Wir haben den Ausschnitt etwas hervorgehoben. Die markierten Objekte sind, wenn auch nicht ganz leicht, an den rötlichen Umrandungen zu erkennen. Somit sind alle betreffenden Objekte einschließlich der Quelle markiert. Der nächste Schritt ist dann schnell getan.
Wir rufen mit der Tastenkombination STRG und L den Befehl Link Transfer Data auf und wählen aus dem Menü den Punkt Link Materials. Et voilà! Alle vorher markierten Objekte sind nun mit dem Metallmaterial versehen. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um die schwarzen und weißen Texturen für die Motoren einschließlich Inneres und die Leitungen. Bis dahin also, viel Spaß beim Nachmachen, bei Zweifeln gerne mit der Kommentarfunktion fragen und wie immer wichtig, bleibt alle gesund.